Sarah ging durch den Park zu einem Date, wobei sie einen Teil des Parks durchquerte, den kaum jemand besuchte. Sie hörte den Wind in den Baumkronen rauschen, doch plötzlich hörte sie neben dem vertrauten Rauschen ein leises Piepen. Zuerst dachte Sarah, dass der Laut von einem Vogel stammte, aber je weiter sie ging, desto deutlicher wurde der Ton und es wurde klar, dass er nichts mit Vogelgezwitscher zu tun hatte. Sarah beschloss herauszufinden, wer dieses Piepen verursachte, und verließ den Weg. Dem Geräusch folgend, ging sie tiefer in den Park hinein und fand zwischen den Bäumen einen alten Koffer. Der Koffer war verschlossen, aber von dort kam das klägliche Piepen. Sarah war sehr überrascht, als sie den Koffer öffnete, denn 2 Dutzend neugierige Augen starrten sie an. Es stellte sich heraus, dass sich 10 kleine Kätzchen darin befanden. Die Kleinen sahen ängstlich aus und weinten laut. Sarah beschloss sofort, sich um die Kleinen zu kümmern. Sie war so aufgeregt über ihren Fund, dass sie vergaß, ihren Kavalier anzurufen und das Date abzusagen. In diesem Moment ging ihr nur ein Gedanke durch den Kopf: Wie kann ich den Kleinen helfen? Sarah fand nichts Besseres, als die Kleinen wieder in den Koffer zu stecken, ihn zu schnappen und zu dem Ort zurückzukehren, an dem sie ihr Auto geparkt hatte. Es waren nicht viele Leute im Park, aber sie sahen mit Erstaunen die elegant gekleidete Frau, die einen abgenutzten alten Koffer schleppte, aus dem klägliches Miauen zu hören war. Die Passanten staunten, aber sie hielten die Frau nicht an, um sie zu befragen, und boten ihr keine Hilfe an. Sarah legte den Koffer auf den Sitz ihres Autos und fuhr zum Tierheim in der Nähe. Erst als alle Kleinen von den Freiwilligen betreut wurden, fiel der Frau plötzlich ein, dass sie zu einem Date unterwegs war, bevor sie das ungewöhnliche Geräusch hörte. Die Freiwilligen begannen sofort, sich um die Kätzchen zu kümmern. Zuerst wurden die Kleinen gefüttert und gegen Parasiten behandelt. Alle Tiere wurden vom Tierarzt untersucht, glücklicherweise wurde bei ihnen keine Krankheit festgestellt. Als die Kätzchen etwas größer waren, wurde ihnen eine Fotosession organisiert und die Fotos zusammen mit ihrer Geschichte in sozialen Medien veröffentlicht. Bald darauf zogen alle Kleinen in neue Häuser und werden jetzt von liebevollen Besitzern betreut. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.